Der Ankündigungstag, wie es zukünftig mit The Elder Scrolls Online weitergehen soll in 2025, rückt immer näher und die Gerüchte verdichten sich langsam. Wir sollen statt einem Klassenwechsel-Token, den wir uns schon seit Ewigkeiten wünschen, stattdessen Subklassen bzw. Unterklassen bekommen. Was ist mit Unterklassen gemeint? Und Moment, warte. Unterklassen mit den bereits bestehenden Klassen und jetzt können wir Klassen miteinander vermischen. Was ist da genau für ein Gerücht unterwegs in der ESO-Community? Lass uns das einmal gemeinsam besprechen, denn es ist deutlich spannender als noch das letzte, wie ich finde. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben vor ein paar Tagen hier reingeschaut in einen Artikel einer russischen Data-Mining-Seite, die relativ legit aussieht für mich. Ja, das heißt also, wir haben das im letzten Video analysiert. Ich verlinke euch das auch nochmal am Ende des Videos und im ersten angepinnten Kommentar. Da ging es um den Leak hier und der sieht ziemlich akkurat aus. Genau so würde ich mir einen Leak prinzipiell vorstellen. Basiert vermutlich aus den ersten Spieldateien, die jetzt bereits mit Update 45 ins Spiel reingekommen sind. Und über das ominöse Feature, das neue System, war hier allerdings noch nichts bekannt. Ne? Wir haben hier also nur ein Symbol. Das ist solch ein Symbol, was man auch in-game findet, wenn man sich anschaut, was es für ein aktuelles Kapitel, für eine aktuelle Erweiterung zu kaufen gibt. Dann sieht man da diese Vorschau-Icons hier, diese kleinen Runden. Und das passt alles ziemlich gut. Nur gab es zum Feature noch keine genauen Infos, zumindest nicht in diesem russischen Leak. Und jetzt geht's weiter. In der Gerüchteküche hat es weiter gebrodelt. Und zwar sind auf Reddit einige Discord-Screenshots aufgetaucht. Wie ich das einschätze und so weiter und so fort, dazu gleich noch mehr. Lasst uns erstmal durchgehen, was hier besprochen wird. Also, hier wird besprochen, dass dieses Icon hier anspielt auf ein Subklassensystem, wo die Info herkommt und so weiter und so fort. Wie gesagt, besprechen wir gleich noch. Ein Subklassensystem ist also ein Unterklassensystem. Und zwar wird das hier wie folgendermaßen beschrieben in diesem Discord-Beitrag. Man muss immer mindestens eine Skilllinie seiner ursprünglich ausgewählten Klasse aktiv haben. Das heißt also zum Beispiel beim Templar, jetzt die Edrische Speer-Skilllinie. Und dann kann man eine Skilllinie, also eine Fertigkeitslinie von jeweils einer anderen Klasse auswählen, maximal von 2 Klassen. Das heißt also, ich könnte mir zum Beispiel die Tiergefährten-Fertigkeiten vom Hüter nehmen. Ich könnte mir meine edrischen Speere vom Templar nehmen, weil die muss ich ja nehmen. Mein Hauptcharakter ist halt ein Templar. Und ich könnte mir vielleicht noch die Feuerfertigkeiten vom Drachenritter nehmen. Ja, so. Und mische mir das alles zusammen. Hab dann also quasi die eine Skilllinie, die ich haben muss, weil ich Templar halt ursprünglich war mit der Klasse. Und habe noch 2 andere Skilllinien ausgewählt. Oder ich nehme die Heilungsskilllinie vom Templar, die Edrische Speer-Skilllinie vom Templar und nehme mir noch vom Arkanisten die, ich weiß gerade gar nicht, apokryphischer Soldat-Skilllinie, also die Defensive. So, ne? So könnte das also hier gemeint sein. So ist das hier zu vermuten. Dieses System erlaubt es euch, sowohl aktive als auch passive sowie ultimative Fertigkeiten zu nutzen und zu leveln. Aber wenn ihr eine Skilllinie einer anderen Klasse als eure Originalklasse auswählt, dann levelt diese deutlich langsamer. Und wollt ihr Skillpunkte investieren, beziehungsweise immer wenn ihr einen Skillpunkt investieren müsst in eine dieser Subklassenfertigkeiten, also einer Fertigkeit, die nicht eurer Originalklasse entspringt, dann kostet euch das 2 statt einem Skillpunkt. Der Fortschritt der Skilllinien wird accountweit über das Sammlungssystem getrackt. Entweder ihr habt bereits Erfahrung mit einer jeweiligen Skilllinie, zum Beispiel auf einem Arkanisten, den ihr schon auf Level 50 hochgelevelt habt und mit dem ihr jeweils alle Fertigkeitslinien von Arkanisten auf Level 50 gebracht habt, dann bekommt ihr ja ein Achievement. Diese Achievements gibt es wirklich, ne? Also wenn man seine Skilllinie jeweils hochgelevelt hat von einer, ich glaube, es gibt einmal, bei 25 gibt es, glaube ich, einmal ein Achievement und bei 50, schlag mich tot. Können wir nochmal im Spiel nachschauen dann. Auf jeden Fall, es gibt ein Achievement bereits, wenn man eine Skilllinie komplett abschließt und quasi durchgelevelt hat. Beziehungsweise, wenn es das für einige Skilllinien noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob es das zum Beispiel für die Gilden-Skilllinien gibt, aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja hier um die Klassenskilllinien.
Dann werden sicherlich auch Errungenschaften noch im späteren Verlauf hinzugepatcht werden können, die das dann quasi rückwirkend tracken, sobald ihr euch mit dem jeweiligen Charakter einloggt. Und wenn man dann quasi fertig ist mit dem Trainieren einer Skilllinie und die auf Level 50 gebracht hat, dann bekommt man eine Errungenschaft, so eine Art Upgrade, ein Collectible, also ein Sammlungsgegenstand, der dann in der Sammlung niedergeschrieben ist. So ähnlich kennen wir das ja auch schon vom Schriftlehre-System. Da bekommt man ja fürs Abschließen der jeweiligen Flügel, also der Drachenflügel, der Netschflügel, der Greifenflügel, da bekommt man ja quasi jeweils so eine Art Sammlungsgegenstand, der es einem dann auch erlaubt, die dort erspielten Sachen auf anderen Charakteren zu verwenden, damit man nicht auf jedem Charakter die Schola- bzw. Schriftlehre-Questreihe machen muss. Ne? So, das ist zumindest die Idee des Ganzen. So, genau. Dann geht es noch weiter mit, man kann die Skilllinien jederzeit außerhalb des Kampfes wechseln, und zwar überall, wo man entweder seine Klassenskillpunkte zurücksetzen kann, also sprich mit Schriftrollen der Respezialisierung oder an den jeweiligen Schreinen in den Hauptstädten oder beim NPC Basra et Hunding. Ich habe versucht herauszufinden, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch an diesen NPC erinnern könnt. Perplexity hat gesagt, Badra at Hundings ist ein NPC in The Elder Scrolls Online, der sich in der Zone Stros Mekai befindet. Konkret ist er in der Gegend von Hundings Versteck anzutreffen, einem Gebiet, das Teil der Hauptquest-Reihe für neue Spieler ist, die die Insel erkunden. Badra at Hunding spielt eine Rolle in der Hintergrundgeschichte des Ortes und kann bei bestimmten Quests oder Interaktionen relevant sein. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wenn ihr herausfindet, ich habe auch noch kein Bild gefunden. Wenn ihr herausfindet, wer das ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Hat der außerhalb von Stros Mekai schon mal eine Rolle gespielt? Ich wüsste zumindest nicht davon, aber liegt vielleicht daran, dass ich das Dolchstoßbündnis Schande über mein Haupt immer noch nicht gequestet habe. Genau, zurücksetzen kann man aber auch eben mit einer Schriftrolle oder halt eben einen Schrein von Ständer. Das sind ja die Schreine, die man in der jeweiligen Hauptstadt dann eben findet. Und wenn man eine Skilllinie entfernt, dann bekommt man die Skillpunkte zurück. Der Fortschritt der jeweiligen Skilllinie, auch wenn man zum Beispiel noch nicht Level 50 und das jeweilige Errungenschaft erreicht hat, wird aber wohl beibehalten bzw. irgendwo im Hintergrund gespeichert. So zumindest hier dieser Leak. Beziehungsweise, kann man es überhaupt Leak nennen? Denn jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ich wurde jetzt schon mehrmals darauf angesprochen, das Ganze entspringt einer Diskussion in Reddit und ich habe keinen Nachweis gefunden, beziehungsweise ich habe überhaupt keine Info dazu gefunden, von welchem Discord diese Gerüchte stammen. Deswegen jetzt hier, erstmal schön, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Bleibt unbedingt noch weiter dran, weil es gibt noch weitere spannende Infos. Nicht nur jetzt hier zu dieser Sache. Ich möchte sagen, dieses Ding hier basiert rein auf Trust Me Bro Basis. Dieses Ding hier basiert rein auf Trust Me Bro Basis. Und wir haben keine Ahnung, was davon Realität sein könnte und was nicht. Na, das heißt also, das kann sich auch irgendjemand ausgedacht haben. Wäre krass, ja, ist eine coole Idee. Eine sehr kreative, coole Idee. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Das ist eine coole Spekulation. Aber es ist eben eine Spekulation. Das heißt also, die Leute, die das an mich herangetragen haben, hier also meine Meinung zu diesem Leak. Das ist kein Leak nach meiner Meinung, denn es wird hier keine Quelle angegeben. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Passt eventuell die Vermutung, dass das neue System ein Subklassensystem sein könnte, mit dem Icon überein? Es ist immerhin ein Icon, was irgendwie Tank, Heiler, Schadensausteiler vielleicht abdecken könnte. Also spielt vielleicht darauf an. Maybe könnte man da rein interpretieren, wäre aber sehr weit hergeholt. Auch wenn die Idee hier schon sehr ausgefeilt klingt und hier sogar einzelne NPCs erwähnt werden, wie gesagt, ich habe keine Quelle zu diesem, von welchem Discord das stammt oder so weiter und so weiter und so fort. Wenn ihr da mehr Infos habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich schätze das hier als reine Spekulation bzw. Idee eines kreativen Discord-Nutzers ein.
Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Aber wir kommen jetzt immer näher dem Tage, deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das Ganze übrigens co-streamen mit noch ein paar anderen tollen Menschen. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal und hier auch auf YouTube. Da werden wir das ganze Event, also sprich am 10. April um 21 Uhr, ich werde schon früher live sein, ab 17:30 Uhr, um 21 Uhr geht dann aber halt die Präsentation der Entwickler los. Und wir werden das Ganze live für euch zusammenfassen und auf Deutsch übersetzen. Es kommt aber natürlich dann auch nochmal ein entsprechendes YouTube-Video nach der Ankündigung zu raus. Ne? Deswegen bereitet euch da schon mal drauf vor. Dann habe ich eine Kleinigkeit mitbekommen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt hat. Und da wollte ich nochmal ein bisschen mit euch eingehen. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst. Und zwar habe ich mitbekommen, dass bei den aktuellen Kronkisten einige seltene Sachen, das sind die mit der blauen Qualitätsstufe, da wurde einfach Füllmaterial reingeschmissen. Also wir kennen das ja, es gibt die grünen Belohnungen, na, also sprich irgendwelche Farben, Gifte, Tränke, Kronen, Seelensteine, so Zeug, was man halt nicht braucht, ja, Zeug, was man halt umwandelt in Edelsteine, so. Wer will das? Wer will das? Ja, so. Die Sachen sind da drin, gegen die Sachen können wir uns nicht wehren, das war schon immer in den Kronkisten drin, ist so wie es ist. Jetzt habe ich also mitbekommen, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, wir wechseln mal ein Spiel rein, damit ihr genau wisst, wovon ich rede, dass es jetzt halt nicht nur dieses bisher übliche Füllmaterial gibt, ne? Das heißt, wenn wir uns jetzt hier die Kronkisten anschauen, was ich zugegebenermaßen wirklich selten mache, deswegen wusste ich das auch ehrlich gesagt gar nicht, es ist total mir vorbeigegangen. Ne, das Füllmaterial hier, das kennt ihr. Ne? Das ist schon immer in diesen Kronkisten drin gewesen. Was jetzt aber, was bisher auch schon so war, dass es besondere Housing-Items gab, die man nur über die Kronkisten bekommen konnte. Also zum Beispiel hier diese Sanguines Mauer, ja, oder hier dieses Fenster, was ziemlich krass aussieht, muss man sagen. Kann man, ne, sind schöne Items auf jeden Fall. Diese Sachen. Oder wir können auch nochmal hier auf Legendär switchen, ne? Dann haben wir hier diese Blitzmauer. Oder hier unten haben wir hier irgendwie... Gut, das ist jetzt eine Animation, das ist eine Holzhack-Animation. Oder zum Beispiel hier diesen Laufsteg. Ne? Diese Items sind Items, die in keinster Weise erspielbar sind und nur über die Kronkisten erhaltbar sind. Das gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Das steht auch... Das kann man allgemein kritisieren, das ist aber jetzt heute keine neue Kritik, die ich daran äußern möchte. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass bei den blauen Belohnungen, bei den überragenden Belohnungen, jetzt craftbares Füllmaterial reingeschmissen wurde. Ja, das heißt also hier, diese Items, die hier drin sind, das sind craftbare Items. Rezepte, die man einfach als Blaupause in der Open World finden kann und herstellen kann. Und die haben irgendwie hier gut reingepasst, deswegen hat man einfach nicht mal das Rezept oder sowas, damit man es mehrmals herstellen kann, sondern man hat einfach ein einzelnes Item hier reingetan. Und was nun der Fall ist, beziehungsweise worüber sich im englischsprachigen ESO-Forum beschwert wurde, ist, dass quasi dieses Material jetzt oder beziehungsweise diese Items sozusagen dafür sorgen, dass man noch mehr Müll, unbrauchbaren Müll, den man nicht haben möchte, aus den Kronkisten bekommt. Na, das heißt also, die lilanen Karten, die blauen Karten, die man ja aber auch eigentlich eh schon nicht haben wollte, die sind jetzt noch uninteressanter als davor, weil da jetzt teilweise craftbare Housing-Items drin sind, die man sich entweder für ein paar hundert Gold vom Gildenhändler kaufen kann oder sich so oft wie man möchte mit der entsprechenden Blaupause in-game herstellen kann. Das heißt, die Chance da, Sachen rauszubekommen, die man gerne haben möchte, die ist noch passiv quasi durch diese Änderung. Ich weiß jetzt, ich möchte den Entwicklern nicht unterstellen, dass sie das bewusst gemacht haben, aber diese Müllartikel, diese Füllerartikel sorgen jetzt halt eben dafür, dass man potenziell noch mehr in Kronkisten investieren muss, um die ganzen Sachen zu bekommen. Und es gab ja diesmal auch wirklich eine ganze Menge. Man muss ja auch immer sagen, das Kronenshop-Team macht eine geile Arbeit, ja. Die Sachen sehen mega geil aus. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Wenn wir jetzt hier reinschauen, ja, und uns die Sachen angucken hier, die krassen Reittiere, ja, oder was weiß ich jetzt hier, diese Teleportationsanimation, die ist auch irgendwie cool, ja. Deswegen, ich möchte gar nicht sagen, dass das Kronenshop-Team eine schlechte Arbeit macht. Das macht es nicht, ja. Das Kronenshop-Team macht eine phänomenale Arbeit, ja. Sex Sales, ne? Ist auch in ESO so. Auf jeden Fall, das Kronenshop-Team macht optisch gesehen und animationstechnisch gesehen, finde ich, eine gute Arbeit.
Meine Kritik an den Kronkisten kennt ihr. Ich bin weiterhin der Meinung, dass mehr von diesen Sachen in irgendeiner Form erspielbar sein muss. Und nein, ich bin der Meinung, dass Siegel der Bestrebungen keine gute Option sind, um diese Sachen jetzt zu erspielen. Ich bin der Meinung, dass Siegel der Bestrebungen nur im Spiel drin sind, um in euch Fear of Missing Out zu wecken. Denn es wird häufig vorkommen, dass ihr nicht die passende Menge an Siegel der Bestrebungen innerhalb der 3 Monate erspielen könnt, in der ihr Zeit habt, um euch die passenden Sachen aus den Kronkisten zu erspielen. Das heißt also, ihr müsst dann warten, bis diese Season irgendwann mal wiederkommt und solange die Siegel der Bestrebungen in eurer Tasche behalten. Und dann greift man, wenn man eine Sache unbedingt gerne haben möchte, halt eben vielleicht eben doch mal wieder zum Real-Life-Geldbeutel und holt sich diese Sachen. Ne? Also, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung hier zu der ganzen Geschichte. Ich finde das nicht gut. Ja? Ich finde das nicht gut, dass da jetzt noch mehr Füller drin sind als davor eh schon. Und ich finde, das geht in eine falsche Richtung. Es ist eh schon in der falschen Richtung, aber mal da ganz von abgesehen, wie gesagt, meine Meinung zu Kronkisten kennt ihr. Und falls nicht, dann schaut gerne nochmal auf meinem Kanal. Da habe ich, glaube ich, das Video heißt irgendwie, warum ihr Kronkisten nicht kaufen solltet, beziehungsweise wir sind schuld daran, dass es das gibt oder so ähnlich habe ich das Video, glaube ich, genannt. Ich war auch lange Zeit lang jemand, der Kronkisten gekauft hat und bis heute bin ich der ganzen Sache auf jeden Fall kritisch gegenüber und sage, dummer Vergangenheits-Alexos, der mit seinen fast schon ritualmäßigen Zelebrierungen im Livestream vermutlich einige Leute dazu verleitet hat, sich selber Kronkisten zu holen. Einfach nur, weil ich mir die im Stream geöffnet habe. Werde ich nie wieder machen. Ich habe mir schon seit Ewigkeiten keine Kronkisten mehr geholt. Und wenn ich mir jemals welche holen sollte in der Zukunft, dann wird das auf jeden Fall nicht im Livestream passieren. Soweit, so gut. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu diesen Kronkisten-Geschichten. Was sagt ihr dazu, dass jetzt hier mehr Füller-Items drin sind, die total unnötig sind? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und auch wenn ich nichts dafür kann, würde ich mich natürlich nicht über einen Daumen nach unten freuen für diese Aktion, sondern über einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video bis hierher erstmal an der Stelle gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dann gab es nochmal hier so eine kleine Übersicht. Ich finde, diese Übersichten sind übelst nice. Also ich finde das richtig, richtig stark, dass jetzt hier jeden Monat diese geilen Übersichten immer da sind. Ich hoffe, dass die auch noch über das 10 Jahre ESO-Jubiläum hinaus kommen werden. Und wir sehen hier halt eben einmal, wie gesagt, die ESO Direct, die am 10. April stattfinden wird. Und jetzt ist hier auch offiziell die Info drin. Das Ganze wird auch mit deutschen Untertiteln auf bethesda-de kommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Ankündigung, also sprich 20 Minuten, 30 Minuten mit deutschen Untertiteln auf bethesda.de kommen. In der Vergangenheit war es so, dass meistens dann nach der Ankündigung noch eine Stunde ESO Live mit den Entwicklern stattgefunden hat. Also ein Livestream-Format, was man eben nicht mit deutschen Untertiteln versehen hat. Ich gehe also davon aus, dass bethesda.de die erste halbe Stunde mit deutschen Untertiteln zeigt. Das ist dann quasi eine voraufgenommene Ankündigung und dann geht es danach wahrscheinlich weiter noch mit einem kleinen Entwickler-Livestream. Freut mich auf jeden Fall schon drauf, wird eine coole Sache. Da können wir uns, denke ich, alle drauf freuen. Genauso wie wir uns alle drauf freuen können, dass am 3. bis zum einschließlich 22. April die Feierlichkeiten beziehungsweise das Jubiläumsevent starten. Das ist ja auch schon direkt bald. Also es endet jetzt quasi, das April-Event endet. Ja, das April-Event endet und ein super, super, super langes Jubiläumsevent startet. Übelst heftig. Quasi nahtlos geht's weiter. Und im selben Zeitraum läuft wieder ein goldenes Vorhaben. Ich denke, das werden viele Leute feiern. Und zwar bekommen wir die Heldenstatue des bretonischen Helden sowie sein Kostüm. Hier ist auch ein Charakter gezeigt, der wirklich auch so ein bisschen aussieht wie der bretonische Held. Der ist ja dann später zum Nekromanten geworden. Ich denke mal nicht, dass die Haut sich mit verändert, aber es sieht auf jeden Fall erstmal ganz cool aus. Deswegen gucken wir mal. Und hier wird auch schon gesagt, hey, yo, die Prolog-Quest zu den Inhalten, die kommen werden, mit Update 46, 47, 48. Diese Prolog-Quest könnt ihr spielen ab dem 10. April. Und hier ist die Rede von eine Gilde in der Krise. Enthüllt das Wiederauftauchen eines alten Feindes. Eine Gilde in der Krise deckt sich übrigens mit dem vor ein paar Wochen erschienenen Leak bezüglich, ja, der Wiederthematisierung der Kriegergilde. Ne? Dementsprechend, das deckt sich.
Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken, dass sich das deckt. Dann gibt es noch ein Schlachtfeldwochenende, 24. bis 29. April, also Ende des Monats. Da wird dann Vorherrschaft, also Flaggen einnehmen, der Fall sein. Und wir haben hier auch noch mal eine animierte Version. Das tut mir leid. Wir haben hier auch noch mal eine animierte Version des, oh Gott, Schock des Begleiters. Ist ja immer noch so laut. Meine Güte, was hat denn dieser Clip für unfassbar laute Geräusche? Nee, also auf jeden Fall. Seht selbst. Ja. Der ist schon ziemlich cool animiert. Der kleine Racker. Das wird also der Twitch-Drop dieses Jahr werden. Ne? Also finde ich eine coole Sache auf jeden Fall an dieser Stelle hier. Auch zum Thema Twitch-Drops natürlich, ganz klar. Einfach mal bei YouTube suchen nach ESO Twitch-Drops. Falls ihr nicht wisst, wie man die bekommt, habe ich natürlich auch schon ein Video zu gemacht. Sollte relativ weit oben angezeigt werden. Ja, hier ist noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt, um was es sich da dreht. Ne? Und hier sind noch mal ein paar andere Sachen erwähnt. Deswegen, das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Und zwar bekommen wir fürs einmalige Einloggen, wenn ich es so richtig verstanden habe. Ach nee, am Tag 10, okay. Also innerhalb des Aprils 10-mal einloggen und dann bekommen wir eine Ernte- bzw. Alchemie-Aufheberanimation. Mit diesem Dolch, finde ich, sieht das ganz cool aus. Ne? Teasert auch wieder auf Agonia hin, deswegen starke Sache auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Und hier ist dann auch nochmal die Rede von dem goldenen Vorhaben und dem Jubiläumsevent vom 3. bis zum 24. April. Ne? Und im gleichen Atemzug dann halt die Statuen. Die haben wir uns ja gerade eben schon einmal im Detail ein bisschen genauer angeschaut, wie ich finde. Dann gab es Feedback zu der PvP-Kampagne, die ja jetzt gerade vor kurzem lief. Ne? Diese Testkampagne, wo quasi das Gameplay auf ein Minimum reduziert wurde. Ich habe auch die Chance gehabt, noch ein bisschen zu spielen mit meinem Maika-Templer und auch mal wieder mit einem Zauberer, auch wenn ich mit dem schon seit Ewigkeiten kein PvP mehr gemacht habe. Bevor ich jetzt hier mit meinem Feedback an die Sache rangehe, schreibt mir gerne mal unvoreingenommen in die Kommentare, wie euch der ganze Spaß gefallen hat. Mein Ersteindruck war natürlich erstmal, ja, es war extrem abgespeckt. Das heißt also, Fertigkeitsvariation hat gefehlt. Also, wenn man irgendwas in der Richtung machen wollen würde in Zukunft, denke ich mal, wären Morphs schon in irgendeiner Form wichtig, dass man auch ausdauerbasierte Charaktere spielen kann beispielsweise. Ne? Also nicht nur ein Maika-Templer, auch ein Ausdauertempler möglich wäre. Oder ich denke, dass Sets schon wichtig sind. Vielleicht eben nicht mehr alle PvE-Sets. Da würden sich wahrscheinlich sogar einige PvPler drüber freuen, wenn sie nicht mehr, wenn ein neues krasses Set rauskommt, was auch für PvP interessant ist, ins PvE gezwungen werden, sondern wenn es PvE-relevante Sets gäbe, also sprich Kaiserstadt, Zerodiil, gerechter Lohn, Battleground-Sets sozusagen, die funktionieren im PvP und die anderen Sets funktionieren im PvE, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich denke, da muss man mal gucken, in welche Richtung das jetzt geht. Ich finde es erstmal der Grundgedanke, PvE und PvP voneinander zu trennen, ist wichtig und richtig. Das muss passieren. Dass das erst 10 Jahre jetzt später passiert, tut wahrscheinlich mir und den PvPlern in der Seele weh. Ich glaube, für Leute, die davor nie großartig PvP gespielt haben, war das mit einer der geilsten PvP-Erfahrungen überhaupt. Diese riesigen Schlachten, mega geil. Aber natürlich hat die Lernkurve gefehlt. Man konnte jetzt nicht mehr viel rausholen. Ne? Deswegen, ich denke persönlich, diese vereinheitlichten Klassenwerte, beziehungsweise diese vereinheitlichten Skill-Effekte, ich glaube, das ist eine Sache, die könnte man umsetzen. Ja? Man muss aber irgendwie die Balance finden, man muss irgendwie schauen, dass es schon noch Variationen gibt und so weiter und so fort. Also, es war ja ein Test. Ich hoffe, dass ZeniMax gute Daten sammeln konnte und darum soll es jetzt eben hier in diesen Newsbeitrag gehen. Das ist erstmal meine Meinung. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Test in die Kommentare. Ich denke nicht, dass es natürlich 1:1 in Zukunft so kommen wird. Davon ist nicht auszugehen. Ich denke aber, dass man ein paar Sachen aus dem Test mitnehmen kann und jetzt alle 2-3 Monate mal wieder so einen Test machen sollte, Sachen hinzufügen sollte, abschalten, einschalten sollte, um zu schauen, was ist möglich, wo ist das Optimum. Ich hatte auch persönlich das Gefühl, performance-technisch lief das sehr gut. Man muss ja immer Client-Performance, also die Performance der eigenen Hardware
und die Server-Performance voneinander trennen. Bei diesem Test ging es ja darum, die möglichst beste Server-Performance herauszuholen. Das heißt also, eure Fertigkeiten, eure Eingaben, eure leichten Angriffe, dass die ordentlich beim Server ankommen und nicht durch schlechte Server-Performance irgendwie ins Leere gehen. Darum ging es, das zu testen. Meine leichten Angriffe, meine Ausweichrollen, mein Blocken, mein Ausbrechen, meine Fertigkeiten, das ging alles durch wie Butter nach meiner Meinung. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe vor allem viel am Sonntag gespielt. Das heißt also, da war die Menge der Spieleranzahl nochmal ordentlich nach oben gedreht. Und dementsprechend, da hatte ich einen guten Eindruck. Man muss aber sagen, es war sehr, sehr krass teilweise. Es war ja wirklich so teilweise Schlachten, wo an die 200 Spieler, also sagen wir mal 60 versus 60, zu sehen waren. Und da habe ich dann auf der Client-Seite, also auf meiner Hardware-Seite, Performance-Probleme gehabt. Ne? Also da hatte ich dann teilweise halt keine 100 FPS mehr, sondern 50, 60 FPS. Ist das jetzt zu wenig? Wahrscheinlich nicht. Also 50, 60 FPS sind immer noch mehr als genug, um zu zocken an der Stelle, ja. Aber da hat man auf jeden Fall gemerkt, okay, alles klar, hier ist jetzt ordentlich was los. Kann man vielleicht fixen, indem alle einheitliche Ausrüstung tragen, also optisch oder so, weiß ich nicht, ja, dass quasi so Allianz-Uniformen existieren oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das war so das, was ich bemerkt habe, das, was eigentlich getestet werden sollte. Also die Server-Performance, das war butterweich, aber war auch nicht anders zu erwarten, weil es war ja wirklich die Extremform eines Tests. So wird das nie ins Spiel kommen. Deswegen auch hier nochmal so ein bisschen, was da jetzt kam. Ich stelle auch gerade fest, dass ich das eventuell hier in einer falschen Reihenfolge habe, maybe. Doch, ist die richtige Reihenfolge. Also, Kai Schober hat übersetzt aus dem englischen Forum. Vielen Dank an alle, die bisher an der Kampagne teilgenommen haben. Das Feedback war großartig und wir haben einige ermutigende Daten erhalten. War interessant, was ermutigende Daten sind. Um während des Tests mehr Informationen zu erhalten, haben wir die Bevölkerungsgrenze für die Kampagne vorübergehend erhöht. Also im laufenden Betrieb haben sie nochmal, anders als am Anfang quasi, am Montag ging das ja live und sie haben quasi über die Woche jetzt, über die 8 Tage hinweg, die Menge an Spielern immer weiter hochgedreht. Ne? Dadurch werden die Wartezeiten in den Warteschlangen verkürzt und so weiter und so fort. Am Sonntagabend, ich habe einige Kommentare im Twitch-Chat gehabt, so nach dem Motto oder sinngemäß, ist ja auch ganz schön bezeichnend, dass am Sonntag schon, also innerhalb einer Woche, das Interesse nicht mehr so da ist wie am Montag. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier eine wichtige Info. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich diese Twitch-Kommentare hatte. Jetzt habe ich mir das nochmal im Forum durchgelesen. Und zwar wurde die Menge an Spielern mehrmals im laufenden Test hochgedreht. Das heißt also, wahrscheinlich ist nicht das Interesse an dieser Kampagne gesunken, sondern die Warteschlangen sind einfach gesunken, weil insgesamt mehr Spieler, die gleiche Menge an Spieler, die Interesse hatte, sofort gleichzeitig in die Kampagne rein konnte. Solch eine Nachricht kam auch nochmal am 26. Das heißt also, da wurde auch nochmal die Bevölkerungsobergrenze nach oben gehoben. Das heißt, das Interesse ist nicht vom Montag zu Sonntag oder vom Montag zu Montag gesunken, sondern einfach die Menge an Spieler, die da rein konnten, wurde so weit hochgeschraubt, dass alle, die Interesse hatten, rein konnten ohne eine Wartezeit. Also fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, aber wie gesagt, am Sonntag, wo dann die Spieleranzahl wohl wirklich sehr hoch war, ich vermute vielleicht sogar, dass sie ein bisschen höher war als zur Einführung 2014/15 vom PvP. Zumindest hat es sich so angefühlt. Also auf jeden Fall war ein Nostalgiefaktor da, muss man ganz klar sagen. Diese Menge an Spieler war absolut krank. Ich würde sagen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Spieler als damals 2014/15, die gleichzeitig in einer Kampagne angezeigt wurden. Und das hat man halt, wie gesagt, auf der Hardware-Seite gemerkt, aber das ist ein anderes Thema. Na? Und dann wurde noch hier im englischen Forum dann gestern nach dem Ende geschrieben, hey, wir wollen euch ein ganz klein bisschen Feedback zu der Cerulil-Testkampagne geben. Wir haben eine Menge tolle Daten bekommen, die wir jetzt analysieren und reviewen werden, bewerten werden. Wir hoffen, dass alle die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen und ein bisschen Zeit drin investieren konnten. Und genau, hier wird dann darum gebeten, dass Feedback zu eben genau diesen Tests da gelassen wird an dieser Stelle hier. Das heißt also auch nochmal ein paar Infos, wie ihr den Entwicklern Feedback geben könnt zu dieser Cerulil-Testkampagne. Ich fand die, wie gesagt, also
ziemlich gut, muss ich sagen. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Dann noch eine ganz kleine Mini-Info an dieser Stelle hier, eventuell schon wieder obsolet, wenn dieses Video hier rauskommt. Deswegen, ich wollte euch nur die kurze Info geben, dass das natürlich nicht gewollt war. Und zwar gab es wohl einige Darstellungsprobleme mit Gesichts- und Körperbemalungen und Verwandlungen auf den Konsolen. Jetzt mit Update 45 quasi. Ne? Ich glaube, am 26. war ja irgendwie das Konsolen-Update, bin ich der Meinung. Das heißt also, irgendwie seit dem 26., 27. oder was, ja, gab es auf jeden Fall Darstellungsprobleme auf den Konsolen. Die sollten dann jetzt aber am 2. April, wahrscheinlich kommt dieses Video hier 1, 2 Tage nach dem 2. April raus. Auf jeden Fall nach dem 2. April sollte das dann wieder gefixt sein. Da kommt nämlich nochmal ein Hotfix, wo dann eure Gesichtskörperbemalungen und Verwandlungen wieder schön und wie eh und je aussehen sollten. Falls ihr das also hattet auf der Konsole, dann kann ich euch sagen, hey, das war also nur von kurzer Dauer an dieser Stelle hier. Nicht von kurzer Dauer sind meine YouTube-Videos hier, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Vielen lieben Dank an alle, die mich dann mal fleißig unterstützen. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr hier neu auf dem Kanal seid. Hier kommt ihr jetzt nochmal zu dem letzten Video, wo es eben genau um den letzten Leak ging. Wir haben ihn ja hier ganz kurz einmal angerissen. Wie glaubwürdig der ist, habe ich ja quasi jetzt hier schon ein bisschen gespoilert, dass er sehr glaubwürdig ist. Schaut euch trotzdem gerne nochmal das Video an, um alles zu diesem letzten Leak zu erfahren. Das war, wie ich fand, sehr, sehr spannendes Video. Vielen lieben Dank nochmal an meine Patreons, nämlich Christian, Serenity Berserk, René Küttel, Apraxi Las Copas, Seppal, Kebi, Carsten Leband, God of War und Scytef.